Raus aus der Pause und rein in Tagebuch anscheinend. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Das ist ein Haus? Gott. Wait. Oh Gott. Mega langsam. Erstmal Kamerasteuerung noch. Empfindlichkeit ein bisschen höher. Ja. Das ist aber ans Sound Mind anpassen. Oh Gott. Shift ist zoomen. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. What? Bin ich schwanger? Was haben die hier für ein Anwesen? Ist ja riesig. Orcas Island Gazette. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Final notice. Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ich fahre alleine auf. Das ist alles Wasser. Würde interessieren, wo die Kröte ist. Mein Gott, das ist nur zum Ambiente. Hier ist keine Kröte. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. The Finches. Wo gehen wir lang? Hier oben lang. Scheint mehr befestigt zu sein. Besser für Schwangere, glaube ich. War mal ein asphaltierter I haven't Weg. driven this way in a long time, but I saw a few hoofprints. Also, soll das ein Hufabdruck sein? Okay. Hier kann ich nicht mehr lang fahren. Oh. Hallo, Mr. Hirsch. Wie auch immer du da hochgekommen bist, mein Freund. Aber gut. Es sei dir gegönnt. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Okay. Jetzt wird das Haus interviewt, ja. Für Hirsche gibt es keine Alpha-Wände. Ja, das ist wohl richtig. Nicht, dass es nicht cool aussieht, aber wer baut so ein Haus? Das ist ja strukturell fragwürdig. Mal vorsichtig ausgedruckt. Schon wieder nur so Tippelschritte. Tippel, tippel, tippel. Das ist so eine Art Boot. Ich dachte schon. Und da. Einfach so ein Drache. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Wer würde so ein Haus hier einfach stehen lassen? Muss ich mir das aber mal aus der Nähe I angucken. asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Oder was? Aber irgendwer war hier. Ich meine... Verknüllte Bierdosen. Missing. Überall. Missing. Wilton Fink. Oh. Jemand aus der Familie, der vermisst
vermisst wurde oder vermisst wird. Oh. Dann wäre auch eher eine tragische Richtung hier zu gehen wieder. As a child, Ein the Hexenhaus house im made me Wald. uncomfortable in a way I couldn't put into words. Also als Kind hätte ich das geliebt. Aussieht, wo man überall rüberklettern kann und Now, muss. as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Das Spiel ist nicht leicht zu schlucken. Angst vor dem... Warte mal, wir sind gerade 17 und schwanger, ja? Oh, die hat eine Rampe. Gab es Rollstuhlfahrer? Gary's Potting Mix. Okay. Wir werden erstmal die Garage außenrum gehen. Und auch eine eigene elektrische Zuleitung. Wie reich waren diese Leute? The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Okay. Kam die Müllabfuhr? Ja, ist auch eine gute Frage. Ja, vorher war das ja ein befestigter Weg hier. Bevor irgendwie alles vernachlässigt wurde. Da ist ja ein Baumstamm drüber gestürzt. I heard something moving around in the garage. Was? Kann ich jetzt etwa erst? Was, warum kletter ich hier rein? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. Okay. Über Nacht hier bleiben. Aber alles schön abgeräumt. Außer ein Bier liegt noch in der Tiefkühle. For the first time in years, I felt like I was home. Ah. But instead of a family, there were just memories of one. Edith, Edie, Louis, Dawn. In loving memory. Louis Fink. 22 Jahre alt geworden. Love brother to... Jung gestorben. Das ist Louis, ja. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Was haben wir hier? Flavors of India, Tastina, Thailand. Oh, Saltwater Yeast. Penny Farmer Junior Cookbook. The Smoke in the Forest. A Pie for Pipers. Cosmic Cuisine. Aber dein Leben, was ist denn da los? Leisure of Japanese Cooking. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Er hat einfach immer Lachs mitgebracht. War nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Ja, also wirklich haufenweise Zeug, was rumliegt. Die Post. Wer ist Milton? Ja, wahrscheinlich noch mitkriegen. Wir haben schon Eddie, Dawn, Louis und Edith haben wir schon gesehen. Aber Milton noch nicht. Was ist das? Kalender sagt 2010. Ja, aber die sind ja vor einigen Jahren schon gegangen. Es hieß ja, die haben halt alles zurückgelassen, ne?
Vor so und so vielen Jahren. Ich weiß nicht, das hat sie auch am Anfang gesagt, habe ich jetzt nicht so ganz. Sag schon. Habe ich mich jetzt nicht dran erinnert, wie viele Jahre das her war. Öllampe. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Wurde aber ordentlich verbarrikadiert hier. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Hey. Warum hat man das zugemacht? Angst, dass Finch-Untote hier irgendwo auftauchen? Barbara. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Und Bigfoot anscheinend. Er war ein Bigfoot-Fan. Barbara Fink. Ah, eine Filmregisseurin, die wohl Bigfoot gemacht hat. Film über Bigfoot. Okay. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ah, okay, wir müssen rausfinden, wo der Schlüssel passt. Wahrscheinlich vorne zur Haustür hat er auch nicht passt. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Aus. Also. Na, tschüss. Buchstaben. Einen relativ modernen Fernseher hatten sie ja schon. Warum zur Hölle steht alles auf den Büchern? Für Familienporträts. Wer braucht Möbel, wenn es Bücher gibt? Weil vor allem in den Schränken, in den Regalen ist so viel Platz. Die stapeln sich trotzdem auf den Boden. Vor allem haben die auch einfach dieselben Bücher 100.000 Mal. Ja, die haben ja einfach ein Necronomicon rumlaufen. Rumliegen. Fury One Tales. Das ist noch ein Necronomicon. Also das nimmt hier ganz seltsame Wendungen. Übrigens noch eins. Noch ein Necronomicon. Jabberwocky. Gibt's hier auch ein Buch drüber. Alice The im Wund. table was still a wreck from the night we left. Warum sind die so plötzlich verschwunden? It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Maden. Ja, lecker. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Ja, lecker. Ja, warum sind denn alle geflüchtet? Oh, das ist die Garage. Zerbrochen. Gab es einen Streit? Wer sitzt? Ach, Edie. Großmutter sitzt im Rollstuhl. Die hat ja ihren Rollstuhl, Rollator, was auch immer und ihre Sauerstoffflasche vergessen. Hat nicht mitgenommen. Ist wenigstens einigermaßen rentnergerecht hier. Da liegt hier noch irgendwo ein Necronomicon. Ja, After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. bitte was? Warum würde jemand Schlafzimmer versiegeln? Warum? Olli. 1937 bis 1947?
Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Haben die etwa für jedes Fink-Kind immer ein Schlafzimmer gebaut und das dann versiegelt, nachdem das Kind oder derjenige gestorben ist? Nur 10 Jahre alt geworden. Ich merke schon, das wird richtig dramatisch hier noch. Da ist auf jeden Fall wieder der Spirit Among Us und so. Und wie oft das einfach. Hier ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Die hatten eindeutig ihre Lieblingsbücher. Das ist auch nochmal ein Necronomicon. Sven und Edi. Die ist aber nicht versiegelt mit Bauschaum. Ist aber auch nicht alt geworden, nur 49. Sven? The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Oh, sie hat die ganzen Porträts gemalt. Nur dieses ganz große sieht aber sehr gruselig aus, als ob sie jemanden gemalt hat, der irgendwie so guckt. Sie. Wo links? Gott, alles dieselben Bücher. Ja, wahnsinnig. Elvin und Sam, die durften sich hier was teilen, ja. Hier Gregory. Elvin ist auch bloß 11 geworden. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Und er durfte es nicht aufräumen? Und das quasi nur zu seinem Zimmer machen? Was ist denn das für eine Familie? Und warum sind die alle so früh gestorben? Was ist los mit denen? As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Sieht aus wie... Also, hier passt die Kategorie Horror wirklich. Der macht sich so einen Flusenteppich ins Badezimmer. Und Rainier. Gregory. Ah. Guckloch ins Bad, pinker Flusenteppich. Ja! Er macht sowas. Der reinste Horror. Barbara Fink. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ja, sie wollte ja unbedingt alles versiegeln. Das Bigfoot-Poster. Ja. Ach, stimmt, jetzt wo du es sagst. Das kam auch in einem der Imika-Games vor, ne? Da in dem Keller. In Father's Day war das, glaube ich. Ich meine, als Kind. Ja, ist ja lustig. Man da jetzt. Aber einmal kann ich mich erinnern, das hing über dem Trockner in dem Keller. Daran kann ich mich erinnern. Was da? Edie's father, Odin, built the original house. Odin. Barbara. Auch nur 16 geworden. Wo sterben die Leute so schnell weg? Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. In die Familie reingeboren wirst, dann weißt du ja, dass du wahrscheinlich so eine Sterblichkeitsrate von 80% hast. Wirklich.
I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Okay. Ja, ziemlich leer hier alles. Hm. Gerade eine Blase irgendwo entstanden? Ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Da war was, ja. Da. Nur so aus dem Augenwinkel mitgekriegt. Versteckte Geheimgänge, ja. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Warum? Warum hat sie es dir nicht einfach gesagt? Testament irgendwie niedergeschrieben. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Milton hat die Geheimgänge schon entdeckt. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Okay. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Molly. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Okay. Ja. Oh. Das ist natürlich auch lustig, den ganzen Schrank einfach zerbaut. Aber anstatt irgendwie so eine Rennmaus sich nicht durch das Holz genagt hätte. Ja, die Maus gibt's schon etwas länger nicht mehr. Ich meine, wenn diese Molly schon seit 47 tot ist, was 2010 wurde das Haus verlassen. Ja, die Maus ist schon länger nicht mehr da. Dafür ist echt erstaunlich wenig Staub hier überall. Was? Er hat mit einem Buttermesser einfach einen Seestern seziert. Nur was war mit dieser Molly? Was? Insekten, Frösche? Zerschnittener Seestern? Ein Hirschschädel? Und ein Lageplan des Stocks? Was zur Hölle? Was hat dieses Kind geplant? War es gar nicht mal so schlecht, dass es gestorben ist. Das ist ein reinste Psychopathenzimmer. Before my mom sealed the doors. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Nein. Oh mein... The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ah. Ich sag doch, er ist das Psychopathenkind. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Wurde eingesperrt. Aber was ist das für eine Familie? Nein. 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 Werden kein Fisch essen und auch keine Maus. Oh nein.
airplane. Oh, nicht die Vogelbeeren. Komm schon. Muss ich das machen? Na gut, Kind. I ate So. a lot of things that night. Was ist mit diesem Kind? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Was? Gott. Ja, Sag. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Die ganze Familie ist absolut durch. Mom and Dad didn't even look at me. Hier bloß Puppen. Warum bin ich eine Katze? Irgendwelche Bären sind irgendwelche psychoaktiven Substanzen. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Okay. Rabbits. Ich muss jetzt das Kaninchen verfolgen. Okay, das ist... Ah, ich sehe ein Kaninchen. Ja, hat die Bären gegessen und halluziniert, Imagine ne? his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Okay. Ich bin eine Schneeeule. A mama rabbit. Okay. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Okay. Oh. Also, von der Schneeeule zu einem Hai zu werden in so einer Gegend ist nicht sonderlich empfehlenswert. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals.
Was I so? tore off her flipper, and it tasted really good. Was hat dieses Mädel für Vorstellungen? Wo ist das hin? Das ist einfach durch den Boden geglitscht. Also wieder. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Nicht ein Tentakel. Ähm. Ah, so ist das gedacht. Kann ich mich Now I was a voranziehen? monster, and I smelled people everywhere. Herunter? Ja. Okay, sehr kreativ, würde ich sagen. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Solche Vorstellungen hat die, wenn die Hunger hat. Okay. Aber gut, die hat auch irgendwelche komischen Beeren gegessen. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Boah, ziehe ich jetzt jemanden durchs... Komm aus dem Klo raus. Mein Gott. I got closer and closer. Molly selbst. All my stomach started growling. And Denk nicht. suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Fuck. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Gott, ich sehe gerade, da sind alle einfach tot. Außer Edith. Man hat hier noch so ein bisschen Sven, Ingeborg, Sanjay, Kay. Wahrscheinlich eher Nebencharaktere. Alle. Hallo Mieze. So. Oh nein, ich wollte...
Ah, na gut. Kommen wir nicht wieder zurück. Schade. Wollte noch gucken, was hinter der Tür ist. Das habe ich nämlich nicht geguckt. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Wow. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Gift Junior Lake Trip. Conspiracy Now. Sam Photo Award. Weird America. The Finches. Home Movies. Wir alle wissen, was Home Movies sind. Und das willst du nicht in dem Zimmer deiner Großmutter finden. A Medal Ceremony. My Friend Bigfoot. Chapter 7. Random Junk. Okay. Molly Concepts. Okay. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Ja, alte Leute sind stur. The Mysteries of Death and Thereafter. Odin Finch. Fink. Rural Sketches. Das sind ein bisschen personalisiertere Sachen. Surpi. Die Eule. Ein anderer Vogel. Oh, die hatten Haustiervögelchen. Derpy Junior. Boah, das ist ganz 12 Jahre alt geworden. Die hat einfach Porträts von den Bob. Bob die Schlange. Auch cool. Überall Vögel. Und dann haben wir da Bob. Finde ich klasse. Bob die Schlange. Bild 1937. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragon kills Fink. Oh, der wollte eine coole Rutsche für die Kinder bauen. Ja, was ist denn das für eine Familie? Die haben die seltsamsten Todesumstände. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Oh Gott, bitte nicht. Muss ich da rein? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Barbara, Molly, Kevin und Sam, Walter. Die ganze Family einfach. Oralien. Den. Her room was like a museum. Old. Sven und die Vögelchen auf der Tür. Sehr niedlich. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Boah, beide. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Er nimmt das ganze Haus einfach mit? But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Kommt man auch auf die Idee, ein ganzes Haus auf ein Boot zu packen und... Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island.
Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, komme ich jetzt ja auch irgendwie wieder raus, ist die Frage. Ja. Okay. So. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. 57. Und dann sah der so alt aus schon, ja? Warte mal, ich will mal ganz kurz reingucken. Das Spiel spielt entweder 2016 oder 2017, weil wir spielen die 17-jährige Edith und die wurde 1999 geboren. Also ungefähr 2016, 2017 sind wir das hier. Okay, dann müssen wir wohl doch in das Albtraumzimmer. Warum ist das alles pink? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ja, eine sehr markante Spur. Okay, ein Plastikstuhl in der Badewanne. Ah. There's a secret in this bathroom. By Sven and Edie. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Hat jemand einfach ein ganzes Filmstudio in der Zwischenwand anscheinend. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Okay. Calvin Finch. Gott, wieder auf die Knie. Milton. Milton war auch schon hier. Jetzt sind wir im Zimmer der Zwillinge. Fort Calvin. Fort Sam. Oh. Wir sind irgendwann Aschenbecher geworden. Er ist erwachsen geworden. Und das ist immer das gleiche geblieben bei ihm hier. Wow. Dem zweiten Kind einfach hier ein Roboter Was, steht da überhaupt ein zweites Kind daneben? Sieht ein bisschen komisch aus, das Bild. Captured. Sam Fink. Most improved player. Okay. Er hat auch gejagt. Ah, er hat den Platz seine Dunkelkammer umgewandelt in seinem Bett. Odin Fink Nationalpark. Holzig. Join the fight. Ist. Er ist anscheinend auch irgendwann zur Army gegangen. Orcas Island Regional High School. Obtaining 120% Deportment Grade. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Deportment Grade. Ah ja, die hatten hier so einen kleinen Aufstieg. Er hatte auch mal eine Brücke bei sich hier oben. Aussieht. Ah, dann hat er die abgebaut und da stattdessen Alkohol gelagert. Cool. Command Center. Das ist
Der hat das irgendwann alles abgebaut. Als Stauraum benutzt. Aber früher war bestimmt ziemlich cool, so die Kinder. Hatten ihre Command Center da I oben. knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Ja. Da ist einfach eine Bierdose in der Hand von dem Roboter. Sandstrider. Ja. Okay. Oh nein! Ich wollte doch erst hoch. Okay, ich kann immer noch hoch. Ich dachte, das ist schon wieder sowas. Wo es jetzt zu Ende gewesen wäre I und guess my ich. grandpa didn't like history any more than my mom did. Okay. Oh, nur ein Zettel, ja. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh Gott. Muss ihn jetzt nicht von der Klippe springen lassen. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, he swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Gott, ey. Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Oh mein Gott. Und dann bricht die Schaukel ab. I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Oh Gott. And maybe he'd still be here. But I doubt it. Warum macht man auch an so einer Ecke eine He'd Schaukel? already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Hat's wahrscheinlich wirklich geschafft. Und dann bei der zweiten Umdrehung. Jawohl! The day he made up his mind to fly. And he did. Alter, diese Familie ist echt geplagt. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Stell dir vor, du wirst jeden Tag daran erinnert. Du musst da die ganze Zeit drin bleiben. Oh, das finde ich schon grausam von der The Familie. passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Oh. Ja, hier kann man also dann zwischendrin wieder rein. Denn Milton war hier. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Now showing. Boah. So viel Merch auch im eigenen Zimmer. Swan Lake.
Sowas hätte ich nicht im Zimmer drin stehen wollen. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ja, wenn man einmal Erfolg hatte und dann nie wieder. Boah. Das ist bestimmt cool. Barbara. Ist ganze 16 geworden, ja. Arbeitsklamotte. Oh. Ja, ich denke, das macht auch einiges mit der Psyche, ha? Du vorher Kinderstar warst und dann nie wieder irgendwie in diese Richtung kommst. Der Kuchen. Dreadful Stories. Ist starring Barbara Finch. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Oh God. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Oh no. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Als Kind hätte ich die Schlüssel so früh schon entdeckt, weil ich einfach die ganze Zeit an allem rumspielen würde. Oh Gott, wir sind in Freitag der 13. drin. She found Rick's crutch and imagined the worst. Gott, Blut. Ha! Billardspieler Nummer Uno. Verprügel Stühle. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Kann alles umräumen. Inneneinrichter. In. Mach sogar Türen zu.
Oh fuck, ist hier... The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Bitte, was? Ah, hier ist das Blut als der Sam. Gott, was macht der für Gestalten? Oh, das ist... Macht irgendwelche Holzfiguren über die Kinder, die hier gestorben sind. Was ist hier los? Oh, es ist so dunkel. Warum ist da ein Kühlschrank und ein bisschen Holz? The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Oh Gott. Achso, Moment. Wie bei Deko. Das ist so ein Rollerblade-Diner gewesen, ja, in dem sie dabei war. Walter Fink. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Oh no. Barbara turned, saw the Hookman, and was speechless. Wow. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Kenn den Weg ja schon. That night, she played her part beautifully. Okay. Jetzt irgendwie daraus? Ollie's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Okay, das... Ja, ich appreciate es hart, dass ich in einem Comic spiele. Was zum... Jetzt ist er weg, oder? Ja. Ah, war klar. The Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Okay. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. Ja, dann lass... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Uh-oh. Oh dear. Oh dear? You were
I'd come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. The fuck? Now that's what I call a real eerie tale. Wow, was ein Wortspiel. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Okay. Interessant. Also mit dieser Familie ist... Boah, was ist los mit den Leuten? Na, wir müssen wieder zurückklettern. Irgendwer musste ja die ganzen Zimmer mit Bauschaum versiegelt. Why Mom didn't like me playing with the music box. Ja. Müssen wir wohl in den Keller. Es ist hier sogar Hakenmörder gibt. Ich frage mich immer noch, warum sie sich ausgerechnet jetzt dazu entscheidet, da runter zu gehen. In dieses Haus. Sie ist die einzige Überlebende und geht wieder in dieses Haus zurück, während sie schwanger ist. Kommt man auf so eine Idee. Oh hey, Blauersblume. Wie geht's? Wie steht's? Gott. Mal schauen, finde ich hier noch irgendwo eine Krücke? Was ist eigentlich mit dem Rick passiert, dem Freund? Der ist ja auch verschwunden. Nee, es ist Wind. Ich dachte, hier läuft noch irgendwas. Oh, eine kleine Kinderschaukel. Alles super. Und dir so, jo. Läuft ganz gut. Schön das lange Wochenende genossen. Unless I wanted another tetanus shot. Noch eine Tetanusspritze? Ja, ich glaube, eine reicht. Er hat mal ein Modell gebaut von der Rutsche, die er bauen wollte. Nee, schade, dass die Rutsche dann am Ende sein Verhängnis wurde. So absurd, wie die ganzen Leute hier draufgegangen sind. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Ah, ich hoffe, da sind keine abgetrennten Köpfe drin. I thought maybe she was hiding presents. Geschenke, was hier? Einfach nur so ein bisschen Unterboden. It turned out she was hiding a lot more than that. Du hast nur verloren. Ja, okay. Passiert halt mal, ne? Aber hier. Was ist hier mit diesem Kühlschrank? Warum ist sie so dunkel? Natürlich haben sie auch einen fucking... I remember asking Mom once about where Walter had gone. Ein fucking Bunker im Haus. She said after Barbara died, he got as far away as he could.
there's a Natürlich. pattern in all these stories. I think it's that none of us has gotten very far. Benutzt er hier Teller, um sich den Arsch abzuschaben? Oder was ist hier passiert? Ich meine, ich sehe kein Klopapier. Nee, Modell bauen. Sieht mir eher aus, als sollte da eigentlich mal ein... Ah ja, da oben ist ein Bett. Walter. Oh. Hab ich aus Versehen das angeklickt. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 Jahre? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Gab irgendwelche Beben, ja? Wie das Spiel so ist, ja, absolut verstörend. Der absolute Horror ist auch, dass es einen Bad gibt mit pinkem Flusenteppich in diesem Haus. Also absolut wahnsinnig, die gesamte Familie. Kein Wunder, dass die alle so schnell gestorben sind. Wir haben irgendwelche Kinderstars, die von Monstern gefressen werden. Kinder, die absolut vernachlässigt werden und so hungrig sind, dass sie sogar halluzinierende Bären essen und dann glauben, sie sind ein Hai, der sich verschluckt. Wir haben schwangere Teenager und jetzt ein Kind, das so verstört ist, dass es sich einen Bunker gebaut hat und jetzt jeden Tag einfach nur Dosenpfirsiche frisst. Also, Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just 2005. Wächst auch aus seinen Klamotten raus, ne? So lange. whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Woher hat er die ganzen Or aktuellen maybe I Kalender just her? got tired of being afraid. Also wenn er einmal verstört sein will, kann ich es echt The weiterempfehlen. longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Er hat ein selbstgemachtes Fenster hier. Auch gut. Gott, auf so ein paar Metern hier zu leben. Was? Also es ist echt kein schlechtes Spiel, sagen wir so. Fesselt schon. Es ist auch sehr gut gemacht. Sehr gut gemachtes Spiel. Es ist nur eine sehr verstörende Story. Es geht noch tiefer? Junge, er hat sich einen Bunker gebaut und... Ist das eine Bibliothek? Was? Okay. I know it's out there somewhere. In Berlin 5000 Kaltmiete. Ist richtig Marzheimer. Sag mal, Whatever killed Barbara. Was machen Sachen? wie geht's dir so? Schön, dass du vorbeigefunden hast. And Molly. Oh Gott. And Calvin. Eine Scheißgrube. Glaub's ja nicht. Sich auf jeden Fall viel Peanut Butter und Jelly hier angesammelt.
Name vom Spiel steht auch unterm Stream. Das ist ja die Stream-Kategorie. Kannst du die da rausholen? Ansonsten kann ich sie auch mal schicken, ja. Oder du nimmst es dir einfach von Matzheimer. Ganz genau. Er weiß Bescheid. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Oh nein. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl mit Schienen. Appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Dieses Spiel, das will mich auch absolut. Es will mich an den nervlichen Abgrund bringen, dieses Spiel. Was ist los mit den Leuten? I can't believe my mom never told me he was down here. Nee, aber Walter ist einer, der am ältesten geworden ist von all denen. Außer Edie, die ist mal abseits von den ganzen Sachen. Er hat sich 30 Jahre versteckt und hat so lange überlebt. Wie alt ist er eigentlich wirklich geworden? 53. Boah. Also wirklich. Ich bin Geräusch jetzt hier. I'm sure my mom was trying to protect me. Ich will jetzt wissen, was er hier gebaut hat. Die haben einfach ein Fenster gebaut mit einem kleinen Blumentopf. Fake-Blumen. Nicht schlecht. Man so viel Angst hat, dass man sich 30 Jahre lang einsperrt. Und auf was ist das hier? Keine Ahnung. Quadratmetern lebt. Das ist die Frage, ob er den Raum ja auch selber gebaut hat. Ich meine, er war 23, als er hier eingezogen ist. Also eine massive Stahltür auch noch bewegen, während man 17 ist und schwanger. Es gibt auf YouTube zig Interpretationsvideos zu dem Spiel und über den Fluch, der auf der Familie liegen soll. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt bestimmt so ein paar Leute, die sich gerne über sowas den Kopf zerbrechen. Aber ich She was afraid I'd end up like Walter. glaube, der But if she Spieleentwickler never told me about an uncle under the house, wollte einem hier einfach nur ein bisschen auf den Schlips treten. Mal gucken, wie weit man das hier nervlich mitmachen kann. I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. War wohl doch nicht aus. Stimmt, die Geschichte über den Maulwurf. Now that there's only one of us left, or maybe two. Der Maulwurf, Mann. Und das hat auch die ganze Zeit gerattert, sein Monster, ne? Der Zug. And found out what happened to everyone else. Der Zug hat But now ständig I'm worried the gerattert. stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. Wie hätte denn hier ein Zug langfahren können? Wann ist denn das hier alles abgestürzt? Ah, wahrscheinlich gab es dann so ein Erdbeben um 2010, wo die alle geflüchtet sind, ne? Der Maulwurf, Mann. Oh, da sind schon einige drauf jetzt. Erdbeben.
Ja, die Erdbeben, die... Er hat sich ja in den Bunker verzogen, weil er Angst vor dem Monster hat, was angeblich seine Schwester getötet hat. Fühle. Ja, auf jeden Fall. Und als er in den Bunker gezogen ist, hat er ständig so eine Erdbeben mitgekriegt. Und jetzt hat sich herausgestellt, es war einfach nur ein Zug, der jeden Tag hier um dieselbe Uhrzeit lang gefahren ist. Der das Rattern verursacht hat in seinem I don't know Bunker. if I should even be writing this. Das meinst du mit Baumstühlen? Ja. Die Stühle schienen da schon zu stehen vor den Bäumen und die Bäume haben die einfach mitgenommen. Ja, wenn man sich 30 Jahre aus Angst in einem Bunker einschließt, ist man wirklich nicht ganz gesund. Mhm. Oh, hallo. Ein Bewegungsmelder. Ein Solarlicht mit Bewegungsmelder. But I thought you should know about your family Ah, das ist... and the history you're a part of. Ah ja, hier ist das Seemonster reingegangen, um Molly zu fressen. Du bist auch nicht ganz gesund. Hast du dich auch 30 Jahre lang irgendwo eingesperrt? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Das Tagebuch ist eindeutig an das Kind gerichtet. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Oh, dann leuchtet eine ganze Menge. Da muss ich bestimmt irgendwann auch noch hin, weil es da so rot leuchtet. Das Gefühl, hier übersehe ich gerade irgendwas. Horror gehört als Hörspiel zum Pennen. Ja, wenn du dabei gut schlafen kannst, viel Spaß. Aber mal so ganz nebenbei, wie absurd dieses Spiel auch ist. Ich mag diesen Erzählspiel unheimlich. Mir wie viel Mühe einfach hier reingeflossen ist mit den Texten, den Erzählern. Boah. Ja, im Grunde kann man sich auch darauf einigen, dass niemand so wirklich gesund ist. Mhm. Oh ja, Treppensteigen. Lieblingsaktivität. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Naja, die Tür geht diesmal nicht von alleine auf. Stephen King zum Einschlafen. Ja, Mensch. Warum auch nicht, ne? Achso, hier ist das Guckloch. Noch irgendwas, was man sehen könnte? Ist nur wieder ein bisschen Erde. Baumhäuser. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Kann ich nicht die Öllaterne da What kind of mitnehmen? family finishes building a cemetery before starting the house? Ja, das ist eine echt gute Frage. Macht man halt, wenn es nötig ist, ne? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Gott. Oh nein, Bob. Bob, die Schlange. Gerbils were mine, and two had been my fault. Christopher. Schatzi.
Derpy und Derpy Junior. Bist du etwa so empfindlich, dass du... oh. Sie guckt einfach Horror, um sich über andere Sven lustig built zu the machen. house, but it was Edie who designed the cemetery. Was? Chirpy, Burpy, Derpy, Furpy, Lurpy und Sörpy. Oh Gott. Alle möglichen Leute. Aber Derpy finde ich am besten und Derpy Junior auch. Oha. Einfach ein Scheißhaufen mit einem Loch. Oh. Molly. Kelvin, der wollte fliegen. Alles niedergeschrieben. Oh, sie ist 2010 gestorben. Und dann... wo alle geflüchtet sind. Deswegen war wahrscheinlich auch noch ihr Rollstuhl und die Sauerstoffflasche in dem Haus. Walter. Einfach nur ein Stein. Kann ich da durchgucken? Oh ja. Interessant. Das ist niedlich gemacht. Schnarchen als Horror. Na, das als Horroruntermalung ist ja interessant. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Ja, aber die Mom ist auch nicht unbedingt günstig damit umgegangen oder gesund. Wenn du dir vorstellst, dass sie einfach die She ganzen could see it poking out of the water at low tide. Räumlichkeiten einfach alle versiegelt hat und alles so gelassen hat, wie die verstorbenen Mitglieder es da gelassen haben. Das ist doch nicht gesund. Dass man einfach den Lebenden das irgendwie aufzwingt, mit den Toten zu leben. Man muss halt akzeptieren, dass das der Vergangenheit angehört. Hier sehen wir jetzt das alte Haus, ja. Edie said she dreamed about the old house every night. Ja, wirklich einfach in der... wirklich einfach so ein versunkenes Haus. Ich dachte, das wäre schon fast irgendwie nur einfach so eine Geschichte. Ja, aber hätte er wirklich sein Haus auf Edie's dem side was Boot always geschnallt. easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory, Sam und Gus. Oh Mann. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Sanjay Kumar. Wer ist Sanjay Kumar? Ach ja, und Milton ist verschwunden. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Tragisch, dass der Familie da wieder widerfahren ist. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Ja, nur, dass man am Ende dann irgendwie auch vom Dach fällt oder so. Weil man so eine dämliche Aktion macht, während man schwanger ist. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ja. Gott, warum knarzen die Äste so? Oh, das gefällt mir gar nicht.
Okay. Müssen also übers Garagendach. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Onkel Sam, ja, er hat eine eigene Feuerschale auf seinem selbstgebauten Balkon. They were both pretty intense. Okay, Onkel Sam. Fotokameras und Medaillen. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Oh. Dann schauen wir mal, was er hier zu berichten hat. Da ist ein Ehering. Er hat sich ein paar Mal selbst fotografiert, ja. Was zur Hölle? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. Ah. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Okay. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Das ist das richtige Motiv. Das war's nicht. Ah. Das wahrscheinlich. Oder? Nee, das war's nicht. Hallo, Vögelchen. Aw. Jetzt ist es das richtige Motiv wahrscheinlich. Oder auch nicht. Definitely should not have drunk all that coffee. Nothing quite like being outside. Oh. Hey! That's a keeper. Ach, ich. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Ja. Grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Hallo. Dad! Good eyes, Don. Ein Hirschi. Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Oh. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up.
Elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Great shot, Don! Oh, er hat's fotografiert, den Scheiß. Oh mein Gott. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Oh, er hat sie auch noch dahingestellt. Oh Gott, ich muss hinlaufen. Oh. Ich sehe doch nichts. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Oh mein Gott. Ich muss hinlaufen. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh mein Gott. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Ich komme so ein bisschen nicht mehr klar hier auf mein Leben. Ich meine, wenn er sich schon so hinstellt und jagen tut. Oh, oh. Dann sorgt doch wenigstens dafür, dass das nicht ordentlich ist, ey. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ja, nachdem er Calvin verloren hat, seinen Zwillingsbruder, ne? Grafik ist gut. Ja, ist ganz nett. Fragwürdige Entscheidungen drumherum überall getroffen. Kay? Was ist Kay? Und warum ist hier eine Box voll mit Kay? Er hat dann irgendwann doch ein neues Zimmer bekommen, der Sam. Ah, wahrscheinlich eins von den angebauten. Familienjägereien. Das kann ja gar nichts anfangen. Aber das ist nicht ganz so zu Ende gebaut. Da könnte man einfach mal durchbrechen. Gun Home? Sagt mir gerade nichts, ne. Sagt mir nichts, Malzheimer. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ja, natürlich. Direkt Kinderzimmer zur Verbindung zu sowas hier. Und das ist einfach nur so ein kleines... Ich werde nicht mehr. Eine fragwürdige Entscheidung nach fragwürdiger Entscheidung getroffen hier, auch beim Bau. Gott. Oh, jetzt Blume, du kennst nur 3 Horrorspiele. Das sind die, bei denen du bei mir hier gesessen hast, oder was? Force Contract. Hey. Hey Carlyle. Ah, das ist Kay. Seine Ex-Frau. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Oh nein, wenn ich das hier schon sehe. Ist das Kind etwa in der Badewanne ersoffen? I think he saw things the rest of us don't. Ah ja, die 3 Spiele habe ich auch schon gespielt. Ah. Oh. That's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Der Wal guckt auch mit. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder Wird what das he saw. Lung. What is world
Oh reminded ja. me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. Ja, ich habe den Wal gefunden. So ein Schwimmwal hätte ich auch gerne. Oh Gott, ich muss doch jetzt bestimmt das Wasser irgendwie anmachen oder so. Okay. Mal auf den Wal drauf. I know how silly it sounds. Oh Gott, Schaum. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Oh Love, meine Sam. Fresse, ey. Ah. Ach, vorhin InSound meint, dachte ich, wir hätten heute den Gipfel der Tragik schon erreicht, aber das ist ja echt nur Tragik. Mein Gott, ey. Das ist alles auf einem ganz anderen Niveau. Also ich muss die Stange hochklettern, oder? Ja, ja. Das. Ich weiß, dass es nicht einfach wird hier. Dawns Bett ist komplett aus. Wie ist etwa die Mom, Dawn? Ich krieg das gerade nicht so ganz zusammen mit der Familiengeschichte hier. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Okay, wir müssen die Buchstaben umdrehen. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride.
Da unten läuft die Hochzeit, ja. So, übersehe ich gerade irgendwo einen Text, den ich überfliegen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, da ist tatsächlich irgendwas. Gott, was ist das für ein Totem? Photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh nein. Nein! Kommt da jetzt nicht echt ein Gewitter und ein Blitz auf? The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Außer Gas natürlich. Ah, da. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Okay, let's go. Wir nehmen das Zelt mit. Sag, wir nehmen das Zelt mit. Echt. Brauche ich zuerst noch ein bisschen mehr Masse. Achso, ne, hier muss ich erst noch hin. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Dann kam ich mit dem Drachensturm. Okay, kein Blitz. Oder? Nee, kein Blitz. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Ah, er wurde also vom Zelt mitgenommen, vom Wind, ja. Oh, Mann. Wie hat es die Familie überhaupt geschafft, so viele, also knapp 2 Jahrhunderte eigentlich zu leben? Wenn die Kinder die ganze Zeit gestorben sind. Oder sich für 30 Jahre im Keller eingesperrt haben. Emergency Evacuation Plan. Das sind aber viele Zimmer. House Rules. Okay. Einzelne Lichtschalter, ja. Auch einzelne. Wahrscheinlich hier für die Laternen, die hier stehen, die. Na gut. Hier wird wahrscheinlich wieder eine Leiter sein. Ein geiler Feuerlöscher. Cool. Wave. Minimax. Immer mehr Kinder machen. Ja, es bringt ja nichts, immer mehr Kinder zu machen, wenn die trotzdem immer gleich sofort wieder sterben. Race Flag, Breakfast, Quiet Time. Alles klar. Greg Beer Baby, finde ich gut. Ja, erstmal die ganzen Pflichten verteilt und Greg darf einfach nur ein Baby sein. Routine, 100 Mal Seilspringen. Ein Clown springen 150 Mal. Liegestützen 100 Stück? Run to Mailbox 100 Liegestütze? Das ist ja ein Albtraum. Wäre ich in der Woche ja nicht fertig. Vielleicht lebt ein Kind weiter. Ja. Wenn du Glück hast, ja. Ach, ist das ein Easter Egg für One Punch Man? Dann frage ich mich, warum nicht jeder von denen eine Glatze bekommen hat. Na klar. Wir klettern weiter. At the time, it was as far away as she could get.
Okay, und dafür hat sie geklettert. Ah. Ja, aber das ist, wenn die Familientradition das halt ist, dass man einfach alles von den Verstorbenen rumstehen lässt. Kein Wunder, dass man da von Traumata nach Traumata bekommt. Echt nicht verwunderlich. Dawn und Sanjay. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Das darf ich nicht lesen. Fly to India. Nicht schlecht. Trotzdem alle gestorben. Ich dachte, ich könnte das Tagebuch lesen. My Na mom gut. moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Da kommen wir nicht runter. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Das kam jetzt auch so aus Left Field. Einfach, dass der Sanjay gestorben ist. Ich dachte, die hätten sich einfach getrennt. Hier nochmal Dawn. I'm sure Edie was happy to have her back Da hat Edie hier so lange alleine gelebt. and to see kids in the house again. Das Staub. Da steht einfach Staub durch die Gegend. Bisschen Pflanzen. Bisschen vertrocknete Kräuter. Minze, Thymian, Salbei. Basilikum. Alles da. Ja gut, wenn du so eine Riesenfläche hast und ein Haus bis der quasi dem Turm zu Babel gleicht, dann hast du auch genug Platz für so einen Kräutergarten auf dem Dach. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Oh, man könnte doch einfach die anderen Zimmer wieder benutzen. Das macht doch kein normaler Mensch. Einfach Zimmer anbauen, wenn neue Familienmitglieder erscheinen. And for a while, things were good. Almost normal. Na klar. Lulz. Hier durften alle sitzen und hier war nur Louis dran. Natürlich war Homeschooling angesagt. Reading is a hoot. Wie soll ich denn so schnell lesen, wenn du dich direkt umdrehst? Ja, zuhören vielleicht. Schau doch mal. Wir lesen doch alles vor, Blaueisblume. Mit einem deutschen Bauamt hätte das nicht geklappt. Ja, nee. Eindeutig nicht. Aber das ist ja auch Amerika. Ich glaube, das hätte nirgendwo geklappt. Bauamt hin oder her. Stell dir vor, deine Mom ist einfach dein Lehrer und verlangt von dir, dass du sie Mrs., also mit dem Nachnamen ansprichst. Mrs. Fink. Kannst dich nur auf eine Sache konzentrieren? Ha. Ha, ich dachte, Frauen können da ein bisschen mehr. Das hielt nicht lange an. Wir mussten auch so eine Projekte machen. Über die Familie. The Curse. Na gut, great job. Was haben wir hier? Observation, Question, Research, Hypothesis, Experiment, Data, Conclusion. Ja, und eine Bibel liegt hier auch und ein bisschen Räucherstäbchen. Laptop und Drucker, alles noch hier. Da ist die ganze Family. Dawn und Sanjay. Sie hat auch ein Buch geschrieben, To Teach and to Learn, 7 Ways to Create a Fulfilling Classroom. Warum ist da unbedingt so ein Kreuz auf dem Apfel? Teils, kommt drauf an. Ich kann nicht zuhören, wenn ich lesen muss. Ja, okay, aber die lesen ja vor, was da steht. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Okay.
After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ja, er war sehr künstlerisch. Ich hab schon mitgekriegt, er hat ja überall im Haus so seine Kunstwerke hinterlassen. Ich lenk dich ab. Glaub's ja wohl nicht. Mir die Schuld auch noch geben. Versuch hier ein bisschen unterhaltsam zu sein. Bisschen einfach meine Gedanken mitzuteilen und du sagst, ich lenk dich ab. Alles klar. Glaub's ja wohl nicht. Okay, wir steigen einfach durch. Welchen Sinn macht es, eine Tür zu versiegeln, wenn es hier einfach Fenster gibt, die von außen aufmachbar sind? Musik im Turm ist schön. Ja, kriegen wir jetzt mit. Oh. Oh, sowas ist auch geil. So eine kleine Ecke und so eine... den Fenstern. Generell ein echt schickes Ding hier. Ich hatte mal so eine Custom-Made Matratze. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hatte so einen Schrank mit... dass dann irgend so eine unmögliche Ecke musste. Und der hatte also auch so eine Custom-Made Matratze drauf und die war riesig. Das war auch immer geil. Wir werden wahrscheinlich auch nie erfahren, was mit Milton passiert ist. Mal von aus. Extra, extra. Schnurrbart, König. Er hat eine Krone, der Milton. Oh, wie geil das einfach ist mit dieser Glaskuppel hier oben. Alles sehen. Irgendwie... Die Anbauten hier, die wurden auch immer ranziger, oder? Immer schiefer und weniger geplant. Der Zauberpinsel. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Atschu. Das Bild ihn angenießt. Gott, was ist das denn? Flipbookception. Bitte? Er hat einfach sein eigenes Verschwinden aufgemalt. Okay. Was mit der Tür, ne? Okay, da. Da komme ich wieder runter. Kann ich jetzt vielleicht mit der Tür unten interagieren? Versiegelt. Hier. Miltons Schicksal ist so eine Art Easter Egg. Von den Entwicklern gibt es noch ein weiteres Spiel. The Unfinished Swan. Wo es einen König in einem gemalten Welt gibt. Soll wohl Milton sein. Okay, wenn man den Hintergrund hat, dann könnte man so die Theorie dazu greifen. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Er hat sich seine eigene Welt einfach gemalt und ist da rein verschwunden. Matzahmer, du kennst dich ja ganz schön gut aus damit. Scheint das Spiel und die Entwickler und die anderen Spiele davon ja ziemlich zu mögen. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Es bringt gar nichts, wenn man sich gegenseitig beschuldigt. Für sowas kann doch keiner was, wenn ein Kind verschwindet. He just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Und die sind natürlich auch... Die ganze Zeit sind Leute in deren Familien gestorben. Und dadurch sind die anderen depressiv geworden. Und haben auch irgendwelchen Bullshit veranstaltet.
Und so hat sich da irgendwie so ein Kreislauf gebildet. Louis, Everyone 2010. always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Okay. Hat sich hier eine eigene Shisha-Bar aufgebaut. Ja, okay, blaues Blume. Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Lass dich von dem Horrorschnarchen nicht stören. Hier ist ein bisschen was abgebrochen. Sehr baufällig. Ich kenne auch Ediths Raum noch nicht, ne? Das ist natürlich cool mit den Hängematten. Aber warum steckt man Kinder in sowas hier rein? Kein Wunder, dass die gestorben sind. Und wer bringt ein Boot aufs Dach, um daraus einen Raum zu machen? Machen es den Kindern von Grund auf nicht wirklich einfach zu überleben. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Er hatte sogar ein kleines Aquarium. Da geht's dann später weiter. Oh. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Kriegt man in Amerika wirklich so ein ausgedrucktes Diplom, wenn man die Schule schafft? Das ist schon irgendwie cool. Boah. Ausgewachsener Gamer hier. Was ist das denn? Sehen aus wie eine Gru-Figur. Aus Ich und einfach und verbesserlich. The Red King's Dream. Und gebrannte CDs überall. War da Sam and Kay's Wedding, Dawn Poetry Recital, Conspiracy Now. Achso, und ein paar kopierte VHS, die wir schon unten gesehen haben. Bogen. Oh ja. Interessante Tastatur auf jeden Fall. Oh, die ganzen G-Tasten, würden die mich aufregen? Ich hatte einmal eine Tastatur, die hatte seitlich diese G-Tasten und das hat mich so aus dem Konzept gebracht. Diese Info, ach, du verstehst kein Englisch, dann tut mir die Aussage von vorhin leid. Dann gebe ich mir Mühe, dass ich das möglichst erstmal zentriert lasse, solange der Text noch da ist. Es ist ja gut, dass ich mir in den vorigen Spielen immer Mühe gegeben habe, die Texte direkt zu übersetzen, wenn es die nur in Englisch gab. Es fruchtet meine Mühe. So, was haben wir jetzt hier? Louis. Ich bin doch immer lieb. Kennst mich doch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ja, nicht so schnell. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Ah, ich darf das jetzt alles steuern hier gleichzeitig. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And
things that have not names. Warte, das wurde sehr He schnell used it all in abgeleicht. his head. Oh. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Es ist echt schwierig, sich auf die Fische zu konzentrieren und gleichzeitig das Minigame hier zu spielen. Oder was von dem auch immer Minigames ist. But he found something more. Boah. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Ja, Like a whole new Lewis. fokussiert nicht wirklich, würde ich sagen. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Aww. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Ganz eigene Fantasy-Welt, wie es immer mehr hier einnimmt. Bis er sich irgendwann selber irgendwas abhackt hier. Ich meine... And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. Ja, das ist doch gar kein gutes As Zeichen. reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Aber das nimmt doch kein He gutes... held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Okay. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Oh. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Minneapolis. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Oh. Hat sich seine eigene Welt hier aufgebaut. In Lewisburg, he heard rumors of a Eine hübsche Königin, einen wunderschönen Prinzen. handsome queen. The queen was on her own quest for Leuchtende Regenbögen, let's go. Passend zum Pride Month. Los, lass mich durch. Will da durch. radiant rainbows. Ja.
Einfach umgekarrt den Regenbogen. He followed the sound of her. Oh, eine Harfe. Eine Silberharfe. Silver harp. Oh. Mehr Musik. Wundert, dass er sich immer noch nicht Led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. die Hand abgehackt hat. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Er sieht nichts anderes mehr außer seine Welt. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. War er ein Gott oder was? Es ist schon echt cool gemacht mit dem Stil hier. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Okay. Das ist der Umkleideraum von dieser Fisch. Gedönsig. Oh, überall Blut. Began to forget the world we know. Oh. I Total. think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Warum werden die Fische hier einfach wieder ins Wasser Oh. Okay. Sind die kopflos, die ganzen Fische? Nee, da sind Köpfe dran. Aber hier sind doch die Stationen. Überall tot. He began to despise the man with a royal contempt. Dann ist er hier aufgestiegen. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Oh nein. The palace would be packed with his companions. Sich eine Welt aufgebaut, in der er das Zentrum ist und von allen geliebt wird. Und dahin wollte er auch flüchten. Jetzt bin ich auf einem fucking Fließband anstatt einem Fisch. Insisted on advising him. Molly, die Katze. Dachte schon ein bisschen, hier kommt Tonja gleich. Okay, jetzt sieht man es nicht nur von außen, jetzt ist man mittendrin. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, als ob das nicht aussieht wie eine Guillotine. Das ist eine Guillotine. Da ist sogar eine Klinge oben. Kommt man auf so eine Idee. Ja, natürlich steckt er seinen Kopf in dieses Fischding.
Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Mann. My brother was really cool. I wish you could have met him. ...22 Jahre alt geworden. So fehlen nur noch 2, ne? Oder vielleicht auch 3. Oh. Da sind wir. Wieder einmal. Um uns dieses Trauma hier absolut zu geben. Aber ein wenig Angst. Hat beim letzten Mal die Gefühle ja schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Und heute machen wir das Ganze weiter. Wir haben noch 2 Charaktere, so wie es aussieht. Dawn und Edie. Schauen wir doch mal, was das hier so noch mit sich, welche dramatischen Wendungen das alles genommen hat. Also, rein da. Wir hatten ja als letztes der Fishman. Ja, das Highschool-Diplom, auf das ich so neidisch bin. Oh nein. Hier geht's ja automatisch hier lang. Ob wir irgendwann auch noch mal zum Haus kommen da hinten? Ich glaube nicht. Ist ja noch weiter nach oben. Haben wir unser eigenes Zimmer überhaupt schon gefunden? Von Edith? Ediths Zimmer waren wir ja schon, aber da konnten wir mit den Tagebüchern nicht interagieren. Genauso wie mit Dawn. Na gut. Wird alle dunkel hier. Um zu glauben, dass es nachts dunkel ist. Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Wow. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Arme Edie. Dann allein gelassen. Was hier? I wish we'd stayed. Hier nochmal eine Küche? But I understand why we left. Hier war nochmal eine Küche. Und viel Verpackungsmaterial. Ja, viele gab es ja nicht mehr. Und die alte Edith, nee, die alte Edie sollte hier hochkommen. Oder war das dann einfach nur noch... Ja, Edith und Dawn waren dann nur noch übrig. My mom ended up leaving everything behind. Oh, das ist das Zimmer von der Mutti. War nur mal so ein Vorhang. Muck. Tasse. Peter Lucas. Arcus Island. Uberan. Oh. Happy 9th Birthday. Okay. Was ist hier los? Bilder und Namenskarten. And to learn. Ah, das Buch von ihr. Disaster Relief. Das ist vom Vater. Der Sanjay. Die hatte die Karte vom Sanjay. Hier hängen. Ja, das ist ein kleines Gebet, was ich jetzt nicht übersetzen möchte. Das ist sehr... Ja, ist das Glas gebrochen? Aus. Aber sehr hektisch aufgebrochen hier. What happened that night had been coming for a long time. Das ist jedermanns Kindheitstraum, sowas. Edith. Letzte Zimmer. Ganz oben hat Edith gewohnt, ja. Sind nur per Leiter hochgekommen. Oh. Oh. Haben wir noch 20 Minuten Spiel, oder was?
Kann man das wirklich Zimmer nennen? Die muss in so einem kleinen Kabuff hier ihre Kindheit verbringen, ja? Alle haben so riesen Zimmer bekommen. Ja. Oh, eine Schreibfeder. Ja, als Kind ist das natürlich ein Traumkinderzimmer. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Oh, Mann. Darf nicht wieder rein. Dunkel hier. Eine Laterne oder so. Hier was sehen kann. Und da darf ich nicht weiter lang. Unangenehm. Ja, sehr the unangenehm. power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Darf ich auch nicht runter. Ist ja gar nichts mehr drin. When my Nix. mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Okay. Einfach hier durch die Bücher durch. So. Okay. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Dann das Geschenk. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Oh, hier ist ein Bett. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Oha. Waldböll. Okay. History of the Finches bei Edith Finch. Immer diese Handschuhe. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Oh, jetzt kommen wir wirklich zum Haus. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Das ist aber wirklich viel weg. Out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. Oh, und dann kam ein Tsunami und hat... It smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Kam dann der Tsunami, und dass ein Erdbeben kam und hat die Zugstrecke mitgenommen, die wir so abgebrochen gesehen haben. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Oh. Gut. Sieht man ja wirklich nichts. I got turned around. Hä? Nein. Den nicht. Ich laufe einfach dran vorbei an dem Stein. Gar nichts gegen machen. For a while, I wondered. Was soll das mit dem I Nebel? started seeing things. Oh, hallo. Nebel ist echt unangenehm. Things I'd forgotten had ever existed. Okay. Ich wusste nicht, dass es Betten gibt. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a
lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Da ist die Boje auf dem Haus. Oh, ganz vorbildlich. Das Gartentor ist noch geschlossen. Selbst Wasser. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Oh I nein. kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Jetzt I never saw Ibo. Great Grandma Edie again. Tschüssi. Hm. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Gone. Verschwunden. Ich dachte, After that, we moved around a lot. ein We Faible für both diese tried to Handschuhe. make the best of it. A few years went by. Andere Handschuhe. Und längere Nägel. Oh. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Oh. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. Eine Edith. Dawn. The last Finch left alive. Dann hat sie sich gesagt, sie Until I muss found mal, out about you. musste mal schnell neue machen. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Das ist doch hoffentlich nicht das, was ich denke, oder? This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Darf jetzt geboren werden? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh nein, ist sie bei der Geburt gestorben? Alter. Oh, Shirley Dallas. Ja, die 10 Minuten hätten wir eigentlich beim letzten Mal auch noch weitermachen können. Sind das jetzt immer Kinderbilder von den Mitwirkenden? Anscheinend. Warum müssen die alle so tragisch sterben, ey? Milton.
ist echt lustig, also beziehungsweise ein niedliches Gimmick, dass sie von den ganzen mitwirkenden Kinderbilder hier einfach reinmachen. Aber ich hätte echt gedacht, Decke im Nachspann Johanns Namen. Okay. Es gibt Erfolge dafür, wenn man den Abspann guckt. Auch gut. Oh, ein Hund hat es auch mit reingeschafft. Nicht der Wal und das Entchen. Ach, der Frosch. Der weckt ganz andere Traumata. Nochmal von den ganzen Leuten hier, die... Bilder. Nochmal so ein Recap. Nebenbei hier im Abspann. Was ist das denn? Dieses Kind, das links. Warum? Warum hat es die Augen so weit auseinander? Additional Animation, was ist das für eine Jobbeschreibung? Napurna Interactive. Einfach mit einer Schrotflinte das kleine Mädel in der Hand. Das waren eher die markanten Augenbrauen. Ich war so fasziniert von diesen Augen. Oh Gott. Wie hier rechts. Ja, wie auch immer. Das mit den 2 Kindern drauf. War ja übel. Kann man solche Kinderbilder machen. Playtesters. Als auf Büchern. Die hat man aber nicht gefunden, die Bücher. Wäre eigentlich cool gewesen. Jetzt noch was auf den Videokassetten. Trick or treat, smell my feet. Und asiatisch bestellt. Und so sehen sie ohne Kinder aus. Also ohne Kind sein. Da unten liegt einfach einer. The End. Oh. Aber hübsch gemacht jetzt zum Ende hin noch. Wirklich einfach alle tot. Alle. Das gibt's doch nicht. Die Option Geschichte wiederholen steht zur Verfügung. Okay. Geschichte wiederholen. Ja, nee, das Trauma müssen wir uns nicht nochmal gönnen, glaube ich. Davor schütze ich uns mal.